und herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Ich habe mich dazu entschlossen, ein Au-pair-Jahr in den Vereinigten Staaten zu verbringen und ich möchte das Ganze auf diesem YouTube-Channel begleiten. Ich möchte regelmäßig Videos hochladen, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, und einfach zeigen, wie das Leben als Au-pair in den Vereinigten Staaten ist. Vielleicht habt ihr ja selbst vor, demnächst als Au-pair irgendwie ins Ausland zu gehen. Und ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick halt geben kann. Weil das jetzt mein erstes Video ist, möchte ich mich jetzt erstmal vorstellen. Ich bin Sonja, ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Lippstadt in Nordrhein-Westfalen. Ich bin gelernte Erzieherin, ich habe jetzt im Juni meine Prüfung bestanden und alles ist gebongt. Yes. Ich werde jetzt einfach den Pre-Au-pair-Tag durchgehen. Freda hat sich da wirklich wunderschöne Fragen überlegt und die werden das Ganze klären und die treffen das wirklich schon gut auf den Punkt. Fangen wir also an. Frage Nummer 1. Warum hast du dich dazu entschieden, ein Au-pair zu werden? Ja, ich habe mich dazu entschieden, ein Au-pair zu werden, weil ich, die Arbeit mit Kindern wirklich sehr toll finde. Ich finde Kinder sehr toll und jetzt dadurch, dass ich meine Erzieherausbildung halt beendet habe, dachte ich mir, jetzt fängst nicht sofort an und gehst hier irgendwo vor Ort in einem Kindergarten arbeiten. Machst du erstmal was anderes und dann dachte ich mir halt, dass das Au-pair eine willkommene Abwechslung ist, wo ich nochmal ordentlich Erfahrung sammeln kann in einem anderen Land. Ich muss tagtäglich dann eine andere Sprache sprechen und das ist dann nochmal eine Herausforderung, bevor ich dann richtig ins Berufsleben hier in Deutschland eintauchen kann. Frage Nummer 2, warum Amerika? Ja, warum Amerika? Ich wollte schon immer mal nach Amerika. Ich kenne es nur, also ich war noch nie in Amerika, ich kenne es halt nur aus Serien und Filmen, aus dem Fernsehen, Bilder und es ist super. Man wohnt bei einer amerikanischen Gastfamilie, ich glaube, näher kann es gar nicht sein, um irgendwie den American Lifestyle mitzubekommen. Und ja, ich wollte schon immer mal nach Amerika und ich finde, da kombiniere ich zwei Dinge wirklich gut miteinander und deshalb Amerika. Frage Nummer 3. Welche Agentur und warum? Also ich habe mich für Cultural Care entschieden. Ich habe nach dem Fachabitur, da war ich 18, genau, da habe ich mich schon einmal entschieden, ein Au-pair-Jahr zu machen und habe mich dann auch bei Cultural Care beworben und alles, dies, das und wollte im August ausreisen, August 11, genau. Das hat nicht geklappt, ich hatte im Mai noch keine Gastfamilie und ja, meine Familie hat dann ein bisschen Druck gemacht und meinte so, bleib doch mal lieber in Deutschland, das wird nichts, mach es zu einem späteren Zeitpunkt. Und ich habe es dann sein gelassen, aber jetzt dachte ich mir, okay, du bist jetzt bald mit deiner Erzieherausbildung fertig und bevor du nochmal so direkt arbeiten gehst, machst du erstmal was anderes. Und dann dachte ich mir, komm, meldest du dich wieder bei Cultural Care an. Und ich habe mir auch ehrlich gesagt keine anderen Agenturen angeschaut. Also ich bin dann einfach bei Cultural Care geblieben, habe da wieder angerufen und gesagt, was Sache ist, dass ich gerne wieder einsteigen möchte und habe dann einfach bei Cultural Care dann weitergemacht. Aber ich muss dazu auch sagen, Cultural Care ist eigentlich super. Ich kann mich nicht beschweren und die sind wirklich freundlich. Und wenn ich Fragen habe, also ich habe wirklich sehr oft im Berliner Büro angerufen, und die waren immer freundlich zu mir, haben mir geholfen und also ich habe jetzt nichts auszusetzen. Frage Nummer 4, wann hast du dich beworben? Also, wann habe ich mich beworben? Ich glaube so im Oktober 14, also letztes Jahr, habe ich das Ganze so angefangen, dass ich mir dachte so, versuchst es doch nochmal, vielleicht hast du ja jetzt mehr Glück. Und ich hatte auch mehr Glück und habe auch meine Familie gefunden. Frage Nummer 5. Wie viel Erfahrung hast du mit der Kinderbetreuung? Also ich habe viel Erfahrung zum Thema Kinderbetreuung durch meine ganzen Praktika und die ich im Kindergarten absolviert habe und auch durch meine Ausbildung halt absolvieren musste. Ja, ich habe wirklich viel Erfahrung, habe viel Zeit mit Kindern verbracht. Ich habe auch noch einen Cousin, aber der ist mittlerweile auch schon 10 Jahre alt, also als er noch kleiner war, habe ich mich auch sehr gerne um ihn gekümmert. Jetzt natürlich immer noch, aber meine Zielgruppe ist halt jünger. Also bei mir ist es so 3 bis 6. Frage Nummer 6. Wie lange hat es gedauert, bis du deine Familie hattest? Ich wurde Anfang Dezember freigeschaltet von Cultural Care und hatte dann Mitte Januar mein Final Match. Meine Familie, die ich jetzt habe, das war mein 3. Match. Also es hat ungefähr 1,5 Monate gedauert. Da wusste ich dann, wo es hingeht. Frage Nummer 7. Erster Eindruck von deiner Gastfamilie. Als ich die Mail erhalten habe, dass eine Gastfamilie sich meine Bewerbung anschaut,
ja, war natürlich total aufgeregt, ne, wollte halt wissen, wer das ist und der erste Eindruck war gut. Also ich habe mir die Bewerbung sofort durchgelesen, war schön mit Fotos und ich konnte halt ja einen schönen Einblick bekommen, wie die Familie so ist und es war auch alles sehr ausführlich beschrieben, also ich hatte einen positiven Eindruck von meiner Gastfamilie. Frage Nummer 8, auf wie viele Kinder wirst du aufpassen? Ich werde auf 3 Kinder aufpassen. Ein Mädchen 3 Jahre, ein Junge 3 Jahre und noch ein Mädchen 5 Jahre. Frage Nummer 9, wo wirst du wohnen? Ich werde in St. Louis, Missouri wohnen, das ist so... Es ist mittig von Amerika, aber mehr so Tendenz zur Ostküste. Frage Nummer 10, wie wirst du leben? Also meine Gastfamilie hat ein Haus, also jetzt nicht irgendwie ein Apartment oder sowas, weil mein zweites Match hatte ein Apartment, die haben in New York gewohnt und die haben halt zum Beispiel ein Apartment gehabt. Also meine Familie hat halt schon ein Haus und das, was mir halt mein Lebensraum umfällt, ist halt ein Zimmer mit eigenem Bad. Sieht schon geräumig aus, also ist schon schön. 11, was sind deine größten Befürchtungen und Ängste? Ja, oh mein Gott, das ist so eine doofe Frage. Also meine 3 Befürchtungen oder Ängste sind halt, dass hier zum Beispiel hier zu Hause irgendwas passiert. Also vor allem, ich denke dann immer an schlimme Dinge, wo ich dann nicht dabei bin. Oder ich hab grundsätzlich die Angst, dass ich was verpasse, auch wenn ich die Möglichkeit hätte, in einem schlimmen familientragischen Fall, was auch immer, wieder nach Hause reisen zu können. Aber ach, da will ich gar nicht dran denken. Es wird nichts Schlimmes passieren in dem Jahr. Alles wird gut. Ja, was mir halt noch manchmal so ein bisschen Bauchweh bereitet, ist halt, auch wenn ich gut mit Kindern kann und auch mein Englisch ist jetzt nicht so schlecht, also ich kann mich schon gut ausdrücken, dass ich trotzdem mich nicht wohlfühlen werde, dass das Ganze irgendwie nichts für mich ist, dass ich mit der ganzen Situation überfordert bin, dass mich die Kinder nicht akzeptieren. Alles wird gut, wird schon schief gehen. Frage Nummer 12. Was erwartest du von diesem Jahr? Ich erwarte von dem Jahr, dass ich viele Erfahrungen sammeln werde, die mir in meinem späteren Berufsleben oder auch generell in meinem Leben, nicht nur auf den Beruf bezogen, weiterhelfen werden. Ich hoffe, dass ich in diesem Au-pair-Jahr wachsen werde, dass ich Seiten an mir kennenlerne, die ich vorher noch nicht kannte und Dinge ausprobiere, die ich vorher noch nie gemacht habe. Also ich sehe positiv, mein Handy will nicht so wie ich will. Leute. Frage Nummer 13. Was wirst du am meisten vermissen? Ja, ich werde natürlich meine Familie vermissen, meine Freunde, meine Katze, halt alle Personen, die mir wichtig sind. Also man lässt halt ja schon ein Stück zu Hause und ja, man ist dann erstmal weg. Aber wir leben ja im 21. Jahrhundert und wir haben ja die moderne Technologie, also kann man ja auch regelmäßig skypen und das wird schon. Aber es ist ja trotzdem schade. Frage Nummer 14, was wirst du nicht vermissen? Was ich nicht vermissen werde, ist, vielleicht hört man es gerade im Hintergrund, da läutet gerade die Kirchenglocke. Das werde ich nicht vermissen. Und was ich auch nicht vermissen werde, ist so, also nicht, dass ich jetzt meinen Wohnort nicht mag oder so, aber einfach mal rauskommen, einfach mal was anderes machen und das Ganze mal hinter sich hier lassen. Ich wohne nur im Kaff, also mehr gibt es da jetzt nicht so zu sagen und mal was anderes sehen und mal ein bisschen Abstand von dem Ganzen hier kriegen. Frage Nummer 15, was willst du nach dem Jahr machen? Also ich habe vor, irgendwann mal wiederzukommen, sei es jetzt in einem Jahr oder beziehungsweise 13 Monate oder wenn ich verlängern würde, ich kann ja um 6, 9 oder 12 Monate ja verlängern. Wenn ich dann wiederkomme, irgendwann, dann möchte ich als Erzieherin in einem Kindergarten in Deutschland arbeiten. Frage Nummer 16, was willst du in Amerika auf jeden Fall sehen? Oh, was ich in Amerika sehen will. Also das ist so einiges. Weiß natürlich nicht, ob ich alles abklappern werde, was ich mir vornehme. Aber was halt so auf meiner Liste steht, sind halt so auch diese ganzen Touristenziele, so wie Las Vegas würde ich gerne sehen, Kalifornien. Ich habe mir fest vorgenommen, nach Hawaii zu fahren und da vielleicht in meinem Reisemonat ein bisschen Urlaub zu machen. Und also ich bin dankbar für jedes Reiseziel, was ich sehen darf und es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, da will ich jetzt überhaupt nicht hin. Also ich bin da recht offen und lass das Ganze einfach mal auf mich zukommen. Frage Nummer 17, was sind deine Ziele für dieses Jahr? Ja, mein Ziel ist es, dass ich das Au-pair-Jahr mit Bravour bestehen werde und wunderbare Erfahrungen sammeln werde.
Ja, dass ich es halt jedem empfehlen kann und dass ich einfach das Beste daraus mache, was ich halt machen kann. Und es soll, ja, es ist eine Erfahrung fürs Leben, sagen wir es mal so. Frage Nummer 18. Wie werde ich mit den... Was? Frage Nummer 18. Wie werde ich mit der unterschiedlichen Kultur umgehen? Ich bin ein offener Mensch. Ich lasse mich einfach auf die unterschiedlichen Bräuche, Traditionen, den amerikanischen Lifestyle, lasse ich mich einfach ein und nehme alles mit, was ich mitnehmen kann. Und im Gegenzug zeige ich den Leuten einer Gastfamilie und ja halt die Leute, die ich dort kennenlernen werde, deutsche Sachen, Bratwurst, Sauerkraut und ja, was wir halt so machen. Was machen wir denn? Wir haben Adventskalender zur Weihnachtszeit. Ich glaube, das gibt es in Amerika nicht, dass sie da jeden Tag ab dem 1. Dezember ein Kläppchen öffnen. Solche Sachen halt, ne? Gucken wir da mal. Haben wir jetzt schon letzte Frage? Nee, Frage Nummer 19. Was hält deine Familie davon? Ja, meine Familie findet das gut. Also die unterstützen mich in der Sache und sagen, okay, wenn ich glücklich bin, dann sind die auch glücklich. Haben jetzt nicht gesagt, du darfst das nicht, du bleibst hier, verdienen Geld. Ich meine, okay, da hinten verdiene ich jetzt auch Geld, aber also die unterstützen mich. Mein Handy will wieder nicht. Ja, ich habe ein kaputtes Handy. Schade. Frage Nummer 20 und damit auch die letzte Frage. Worauf freust du dich am meisten? Also ich freue mich jetzt auch wirklich am meisten darauf, endlich mal meine Gastfamilie kennenzulernen. Ich möchte, wir haben so oft miteinander geskypt und auch E-Mail-Kontakt gehabt. Und jetzt möchte ich endlich mal ankommen und ja, mal Hallo sagen und ihnen mal persönlich gegenüberstehen und bei ihnen sein. Also darauf freue ich mich wirklich am meisten. Und worauf ich mich auch freue, ist die Training School in New York. Also ich fliege am 10.8. von Frankfurt. Also meine genauen Flugdaten habe ich jetzt leider noch nicht. Ich denke mal, also ich hoffe, dass ich die jetzt noch demnächst irgendwann kriegen werde. Also am 9.8. mache ich mich dann schon mit meinen Eltern auf den Weg zum Flughafen. Wir schlafen dann die Nacht da in Frankfurt und morgens soll es angeblich losgehen. Ich weiß es halt noch nicht ganz genau. Und auf die Training School freue ich mich halt ganz besonders. Also ich bin ja die ersten 4 Tage dann bis zum Donnerstag dann in der Training School und dann ist ja auch dieser New York Trip dabei und ja, die ganzen Leute, wir haben ja schon eine WhatsApp-Gruppe, die ist schon rappelvoll. Da haben wir schon die, ich glaube 100 Leute passen, glaube ich, in so eine WhatsApp-Gruppe rein. Die haben wir schon, ist schon belegt und ich möchte einfach mal die ganzen Leute kennenlernen. Die kommen wirklich aus aller Welt, wir haben ja Leute, die sind aus Italien, Finnland, Schweden, Dänemark, sogar aus Südafrika, das ist total krass, aus Mexiko. Ich möchte einfach gerne die Leute kennenlernen und wir schreiben schon total viel und darauf freue ich mich einfach am meisten. Ich freue mich darauf, dass es endlich losgeht. Ja, das war's jetzt auch schon mit dem Pre-Au-pair-Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, ein Abo wäre auch ganz nett. Wenn ihr irgendwie Fragen oder so an mich habt, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich werde dann die Nachricht dann zeitnah bearbeiten. Oder wenn ihr irgendwie Anregungen habt, was ich besser machen soll, schreibt mir einfach. Ich habe sowas hier noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung und ich bin bei Cashmere und hab dann auch nicht so wirklich, das ist absolut doof, sondern das ist total scheiße, Mann! ja, bevor ich es noch vergesse, ich habe auch einen Instagram-Account. Ich werde das einfach mal unten alles in die Box posten. Hier auch Fredas Account, aber poste das alles unten in die Box und dann seid ihr informiert. Auf Wiedersehen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!